Mein Name ist Martin Lacey. Ich habe 26 Löwen und Tiger. Wir haben auch meine alte Papa da von der braunen Löwen und auch der alte Papa von der weißen Löwen auch dabei. Alle Tiere arbeiten bei mir und ich bin schon ungefähr der 20er Generation mit meinen Löwen bei meiner Family, alle geboren bei mir. Und meine Familie kommt vom Tierpark. Mein Vater hat einen Tierpark gehabt in England in den 60er und 70er Jahren. Und dann bin ich geboren in den 90er Jahren. Ich war geboren in den 70er Jahren. Ich war einfach immer dabei bei den Tieren. Es geht um viel Zeit, Geduld und Belohnung. Genau dasselbe wie jedes Tier. Egal ob das ein Hund, eine Pferde, eine Katze, es ist viel Zeit, Geduld und Belohnung. Belohnung für einen Löwen natürlich ein Stück Fleisch. Der ist nicht verhungert. Also mein Tier haben schon gegessen diesen Morgen. Es geht an einfach eine Belohnung zu haben, weil der verstehen das, der ist nicht dumm. Und dann der lernen. Und viel Zeit, es dauert über 2 Jahre und das ist genau dasselbe. Einfach diese Regel. Viel Zeit, Geduld und Belohnung. Und dann sie fragen, ja, dann wie kann ein Löwen sitzen und sowas, das kann ich zeigen dir. Aber die Regel ist einfach viel Zeit, Geduld, ganz wichtig. Und natürlich bekommt er eine Belohnung. Ist genauso wie ein Hund. Du sagst dem Hund, sitz, brav, gut. Dann bekommt er keine Biscuits. Genau wie mein Löwen. Genau dasselbe, nichts anderes. Da gibt es gute Tierlehrer und da gibt es schlechte Tierlehrer. Ja? Und in anderen Ländern ist eine ganz andere Mentalität und ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr hart, also zu sehen das auch mit dem Mensch. Ich finde, bei uns ist es ganz anders, also es geht nicht mehr um Tricks oder Kunststück, es geht um natürliche Bewegung und es gibt ja ein Beispiel, ich immer habe das von dieser Tierrechtler, der bleibt da draußen und sagen, ja, der Löwen springt von der Feuerreifen. Also erst einmal mache ich das nicht, aber nicht, weil es ist schlecht für das Tier, gar nichts. Jeder Polizeihund springt über Feuer, das zeigt Vertrauen. Nur das Circus haben ein Gefühl mit dem Publikum und unser Gefühl ist, dass unser Publikum wollen das nicht mehr sehen. Das heißt, wir wollen sehen mehr, das Publikum hat verändert mehr, nicht etwas, also sagen wir, ein Löwe macht ein Salto, nicht dass ein Löwe macht ein Salto, aber ich meine Tricks zu machen, aber einfach natürliche Bewegung und das zeigt dieser Mensch und Tier zusammen. Und das, was wir machen in dieser Show, wir zeigen unsere Liebe zu den Tieren. Meine Frau mag das mit Pferden und ich mag das natürlich mit den Löwen und Tiger. Und ich glaube, das ist, was unser Publikum wollen sehen. So, wenn sie spricht über Schwein und sowas, wenn sie haben 350 Kilo Löwen, das ist Perfect Killing Machine. Also sie haben keine Chance mit einem Löwen, sie haben auch keine Chance mit einem kleinen Weibchen. Und jeder, das weiß über Tier, auch im Tierpark oder ein Wissenschaftler oder ein weiß, dass es genau stimmt, was ich sage. Die haben keine Chance. Aber steht da mein kleiner Bambusstock für Tomatopflanzen, ich gehe nicht über Schwein. Das ist eine Kultur, was wir machen. Das ist es ist eine Kunst. Ja? Ich verstehe mein Tier, ich spreche mit meinem Tier und wir wirklich, wenn man spricht über Dr. Dolittle, ja, wir sprechen mit unserem Tier, wir communicating mit unserem Tier. Und dafür ist es wirklich eine Kunst, was wir machen. Und dafür, sie finden raus, was das Tier haben gerne zu machen. Und ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Wenn ich sehe, einen Löwen wollen nicht springen, ist es ganz dumm für mich, dass ich mache Druck, dass das Tier springt. Warum? Wir haben 2 Vorstellungen jeden Tag für das ganze Jahr. Ja? Und dafür, wenn Sie haben 2 Vorstellungen, das Tier muss haben das gerne zu machen. Und wenn wir haben das nicht gerne zu machen, irgendwann kommt ein Problem. Und ich bin nicht stark genug zu kämpfen einen Löwen. Ich muss ganz mental intelligent arbeiten mit das Tier. Das heißt, ich muss finden den richtigen Weg. Wenn ich weiß, das Tier haben das gerne zu machen, dann ich finde einen Weg. Wenn ich weiß, das Tier haben das nicht gerne zu machen, dann ich finde, was da haben gerne zu machen. Ja? Und da zu sehen, das ist eine Vorstellung. Nicht alle Löwen springen, nicht alle Löwen nicht kussen und jeder Tier hat einen Charakter. So, wenn man spricht über Schwang oder irgendwas, natürlich, da gibt es Tierlehrer, das ist ich würde sagen, mehr hart mit dem Tier. Aber ich glaube, mit Löwen und mit meistens von den Tieren, sie würde das sehen in der Laufe der Zeit. Erst einmal ein Löwen oder ein Tier sowieso weiß, wenn du bist gut oder nicht gut mit dem Tier. Auch wenn das so ein Hund, der weiß das. Und wenn ein Löwen und du bist nicht gut mit das Tier und er sagt, lass mich in Ruhe, sie haben keine Chance mit dem Tier. Aber ich glaube, jeder gute Tierlehrer weiß das. Wenn sie gibt diese Mühe zu dem Tier, ist genauso wie ein Kind.
in eine Schule und sie haben ein Kind. Und du bist hart mit das Kind, Das Kind will nicht mehr lernen. Und sie macht das Spaß an irgendwas. Denn sie sehen, was da haben gerne zu machen, dann kommt der Beste raus von dem Kind. Natürlich, das Tier braucht eine Regel, natürlich, weil da gibt es einen bestimmten Respekt zwischen uns. Aber so wie ein Kind in einer Schule. Ein Kind mit keiner Regel ist ein unfrohes Kind. Ein Kind mit Regel ist ein frohes Kind, genauso wie das Tier. Das heißt, wenn ein Löwen kommt und er wollen springen mehr, kratzen mehr, wenn er ist ganz jung, ist genau so. Es geht um meine Stimme. Und er versteht das, oh, das ist nicht schön. Und wenn er macht die Krallen wieder rein, dann sagt okay, der stoppt das, brav, good girl, gibt ihm Fleisch. Und der weiß genau, mein komischer Löwe Martin Lacey, ich bin ein komischer Löwe, mein komischer Löwe Martin Lacey, er sagt, ist alles gut, wenn ich bin nett mit ihm. Und wenn ich bin böse mit ihm, dann macht er ein ganz unschönes Ruf von meiner Stimme. Weil wenn ich anfange mit so zu machen, überlege meine kleine Tomato, das wird er nicht stoppen. Denn er wissen genau, ich bin nicht stark. Das muss er nicht wissen. Er muss nur wissen, dass das ist unbequem, das Stimme, was er sagt. Und wenn er weiß, das ist vom Jung, der wachsen mit dir, dann der versteht genau, oh, das ist nicht schön, bra, oh, das ist gut. Und er liebt das ist genau so. Und es ist genauso wie die Kinder in der Schule, wenn sie sagen, Wolfgang, hör, was ich sage. Wolfgang, hör, was ich sage. Wolfgang hört gar nichts. Aber hey, Wolfgang, pass auf, ich sag was jetzt. Ja, Wolfgang hört, was der sagt. Verstehst? Und wenn sie macht das von ganz Anfang an, dann sie haben eine Chance. Und es ist nicht, dass sie nur arbeiten mit Tieren, das ist geboren bei mir. Ich habe gerettet 2 Löwen von der Schweiz, vollgewachsene Löwen von einem Park in der Schweiz, habe gerettet, weil er hat gesagt, er würde einschlafen. Ganz gesundes Tier. Ich arbeite mit dem, der hat gewonnen Gold mit mir in Monte Carlo, der erste Mal in Monte Carlo und der arbeitet mit mir. Nur, es dauert mehr Zeit. Ich muss sitzen, nicht in der Gehege, draußen im Gehege, immer sprechen mit dem Tier, gibt ihm der Wasser, gibt ihm der Essen, der weiß genau, dieser komische Löwen, er ist ganz nett, er futtert uns, er gibt uns Wasser, der ist nicht dumm, das Tier ist gar nichts dumm. Und dann langsam kommen sie rein, ein bisschen nah, ein bisschen mehr nah und dann langsam kommt eine Verbindung. Und von diesen 2 Löwen, ich konnte anfassen eine, der andere will das nicht, 2 Schwestern, ist auch okay, lass das so, aber sie gefühlen das, weil ist ein Kunst, was wir machen, ist ein Kunst. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht dem Video ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.